Inzwischen ist es fast eine gute Tradition, das CDU-TV-Sommerinterview mit der Parteivorsitzenden und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Willkommen, Frau Bundeskanzlerin. Letztes Jahr an gleicher Stelle war das dominierende Thema unseres Gesprächs die Krise. Wie ist Deutschland, gerade auch im Vergleich zu anderen Ländern, bisher durch die Krise gekommen? Ich glaube, dass die Wirtschaftsdaten im Augenblick zeigen, dass wir recht gut durch die Krise gekommen sind. Wir haben Wirtschaftswachstum wieder. Das heißt noch lange nicht, dass wir wieder da sind, wo wir vor der Krise waren, aber wir haben sehr, sehr gute Chancen, das zu schaffen. Insbesondere der Export ist wieder angesprungen, was dazu führt, dass an einigen Stellen aus Kurzarbeit im Grunde Überstunden und Zusatzschichten gemacht wurden. Und wir haben eine sehr niedrige Zinsbelastung. Das heißt also, insgesamt ist das Umfeld erfreulich. Und es hat sich gezeigt, dass unsere Maßnahmen zur Überwindung der Krise, Kurzarbeit, Investitionen im kommunalen Bereich genau richtig waren. Dennoch haben wir im Laufe dieses Jahres Dinge erlebt, mit denen ich nicht gerechnet hatte und die uns doch alle erschreckt haben. Das ist die Stabilität des Euro. Und deshalb war es wichtig, dass die europäischen Länder auf der einen Seite solidarisch zusammengestanden haben, aber nicht unter der Maßgabe, wir werden nicht unsere Schwächen in Stärken verwandeln, sondern indem wir gesagt haben, Solidarität bekommt in Europa nur derjenige, der sich auch für einen stabilen Euro einsetzt, das heißt, die Haushaltsdefizite abbaut und notwendige Strukturreformen macht. Jetzt kurz vor der Sommerpause, wie sieht Ihre Rückschau bisher für das Jahr 2010 aus? Wir haben ja Ende des Jahres 2009 mit einer neuen Regierung begonnen, die christlich-liberale Koalition. Und hier muss man sagen, in der Sache sind die Ergebnisse sehr gut. An vielen Stellen haben wir vieles erreicht, auch gerade jetzt das Sparpaket, das wir als Zukunftspaket angelegt haben, für zukünftige Generationen weniger Schulden zu machen. Was die Zusammenarbeit in der Koalition anbelangt, was die Diskussionen anbelangt, so könnten sie manchmal eher intern als extern geführt werden. Das ist etwas, was viele Menschen stört, und hieran werden wir arbeiten, dass mehr auf die Ergebnisse geschaut werden kann. Was haben Sie sich für das zweite Halbjahr 2010 vorgenommen? Was steht da an? Es ist jetzt die Aufgabe, dass wir natürlich die notwendigen politischen Entscheidungen in verschiedenen Bereichen weiter fällen. Dazu gehört erstens ein in sich geschlossenes Energiekonzept. Das hat Deutschland seit vielen Jahren nicht gehabt, weil immer Ideologie geherrscht hat. Und in dem Zusammenhang werden wir sowohl über den Ausbau der erneuerbaren Energien sprechen, aber eben auch über die Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraftwerke. Immer unter der Maßgabe, Kernenergie ist Brückentechnologie. Aber wann die Brücke sozusagen endet, das muss nach der Faktenlage entschieden werden, und das darf nicht, wie Rot-Grün das gemacht hat, ideologisch entschieden werden. Zweitens, wir müssen die Hartz-IV-Sätze neu regeln. Das hat uns das Bundesverfassungsgericht aufgegeben. Und in dem Zusammenhang werden wir gerade auch im Bildungsbereich für Kinder mehr tun. Bildung ist einer der Schwerpunkte neben Forschung in unserem Regierungshandeln. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir unsere Ressource, unseren Rohstoff sozusagen, nämlich die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Menschen, gut entwickeln. Und da ist Bildung unabdingbar. Und ein dritter Punkt, das werden wir in der Partei umfassend diskutieren, das ist die Frage, wie sieht eine zukünftige Struktur der Bundeswehr aus? Der Bundesverteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg hat verschiedene Modelle jetzt sich auch überlegt, nach denen er sozusagen die Anforderungen definieren wird. Was für eine Armee brauchen wir im 21. Jahrhundert? Wie kann unsere Bundeswehr im Bündnis aufgestellt sein? Wie kann sie für die Sicherheit der Bevölkerung agieren? Und deshalb darf die Frage der Sicherheit unseres Landes auch keine Finanzfrage sein, sondern es ist die Frage der richtigen Struktur. Aber Karl Theodor zu Guttenberg hat recht, wenn er sagt, diese Struktur ist noch heute nicht da, wo wir sie brauchen im 21. Jahrhundert für eine wirkliche Sicherheit unter globalen Bedingungen und völlig neuen Herausforderungen, wie zum Beispiel terroristischen Bedrohungen. Im November gibt es ja den Bundesparteitag der CDU in Karlsruhe. Was haben Sie sich für diesen Bundesparteitag als Parteivorsitzende vorgenommen? Wir haben ja als Partei zwar die Bundestagswahl gewonnen, aber bedauerlicherweise die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen verloren. Und ich glaube, es wird jetzt darauf ankommen, das Gemeinschaftsgefühl, wofür steht die christlich-liberale Koalition, wo wollen wir in Nordrhein-Westfalen auch wieder hin, was sind unsere Ziele für die Landtagswahlen in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, wo wir natürlich gewinnen wollen, in Sachsen-Anhalt und dann in weiteren 3 Landesverbänden im Laufe des Jahres 2011. All das wird auf dem Bundesparteitag eine Rolle spielen. Das heißt, es geht darum, unsere Politik darzustellen als eine Politik,
die den Menschen Verantwortung zutraut, die auf der anderen Seite aber auch solidarisch ist und das vom Gesundheitssystem, wo wir ja auch eine große Reform bereits verabschiedet haben, bis hin dann zu den Fragen der Sicherheit im 21. Jahrhundert, sodass dieser Parteitag Weichen stellen wird und Motivation sein wird für die anstehenden Wahlkämpfe des Jahres 2011. Ich habe noch zwei Fragen. Die eine Frage gilt traditionell Ihrem Urlaub. Was haben Sie sich für den Urlaub vorgenommen, respektive nicht vorgenommen? Ja, ich habe mir vorgenommen, auszuschlafen. Es waren doch recht aufreibende Monate jetzt auch, gerade im internationalen Bereich, was die Rettung des Euro und viele andere Fragen anbelangt. Ich habe mir vorgenommen, gute Musik zu hören in Bayreuth und in Salzburg und wandern zu gehen in den Bergen. Was möchten Sie den CDU-Mitgliedern vor der Sommerpause noch mit auf den Weg geben als Parteivorsitzende? Ich möchte den CDU-Mitgliedern mit auf den Weg geben, dass wir auch bei dem, was jetzt vielleicht zum Teil bedauert wird, dass einige aufhören mit der aktiven Politik, dass wir sagen, wir haben gute junge Leute, die auch nachrücken können, die in Verantwortung kommen können, in den Entscheidungen, den persönlichen Entscheidungen dieser Vertreter, die ich auch bedauere, liegt aber natürlich auch eine Chance, wieder gute Leute im gesellschaftlichen Bereich, in der Wirtschaft zum Beispiel zu haben. Und ich möchte den CDU-Mitgliedern auf den Weg geben, dass wir doch miteinander die sehr schwierigen Reformvorhaben, sei es Gesundheit, sei es Hartz IV, sei es Bundeswehr, gemeinsam tragen müssen. Ich werde meinen Beitrag dazu leisten, dass es verständlich auch an die Parteimitglieder gegeben wird, dass man darüber diskutieren kann. Und ich wünsche mir dann, dass wir von Karlsruhe aus ein Signal senden, dass die Politik, die wir machen, nicht nur von der Bundesregierung getragen wird, von den sie tragenden Bundestagsabgeordneten, sondern eben auch von der ganzen Partei. Wir bedanken uns für das Sommerinterview und wünschen einen schönen Urlaub. Danke.